Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. PDET Studio TV mit Jenny und Björn und wir beantworten Fragen. Wir machen Computerspiel, das heißt Kralon und ihr habt eine ganze Menge Fragen. Vielen Dank dafür und es geht auch schon los. Genau. Ich fange einfach mal vorne an. Da hat jemand gefragt, macht ihr während der Entwicklung, also ich setze mal dazu von Kralon, eigentlich ausschließlich Verluste? Bei der Verwicklung? Bei der Entwicklung. Während der Entwicklung. Ja. Ja. Ja, das ist ein Investment, klar. Ne? Das heißt also, wir kosten erstmal Geld, bevor überhaupt irgendwas reinkommt. Was soll denn da reinkommen? Ich meine, das Spiel muss ja dann auch irgendwann verkauft werden. Wir haben es jetzt so gemacht, wir investieren in uns selbst und sagen, okay, wir machen jetzt dieses Spiel und dann mal gucken, wo wir da landen am Ende des Tages. Aber das ist erstmal nur Verlust, ja, tatsächlich. In unserem Fall ist es ja nochmal was Besonderes. Wir haben jetzt im Grunde genommen das Geld, was wir von damals noch hatten, reinvestiert quasi in dieses Projekt und haben es gedanklich im Grunde genommen eigentlich auch abgeschrieben. Also wir haben gedacht, benutzen wir so wie eine Startzündung, sag ich jetzt mal. Und im Idealfall, so war unser Wunsch, ist es so, dass das Geld, was jetzt quasi dann wieder reinkommt durch den Verkauf des Spiels, dass wir den dann sofort investieren in ein neues. Ja, das ist im Grunde genommen, dass es das dann das nächste finanziert. So, genau. Ja? Und ja, so muss man das dann auch sehen. Weil man geht ins Risiko damit. In jedem Falle. Projektarbeit ist immer Risiko. Du weißt nicht, ob du eine Brücke baust, ob du ein Musikalbum produzierst, ob du einen Film drehst, ein Computerspiel machst, ein Auto baust, was weiß ich. Wenn du was Neues machst, ist erstmal Investment angesagt, weil das ja nichts ertragen kann, wenn es erstmal eine Vision davon existiert, dann geht's ans Reißbrett, dann werden die Sachen entwickelt, und dann muss man eine Idee davon haben, wie man das umsetzt, dann gibt's einen Businessplan für alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, gilt das und das ist halt Projektarbeit und ja, so ist das. Kostet erstmal nur Geld alles. Genau. Ja. Ja. Also, es bleibt spannend. Ist so. Die nächste Frage wäre, wie viele Gigabyte wird euer Spiel an Festplattenkapazität benötigen? Ich finde Spiele wie Witchfire mit 50 Gigabyte too much. Ich glaube, wir haben 10, ne? Ungefähr. Weniger? Mehr? Ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen mehr. Bisschen mehr? Ein bisschen mehr als 10, vielleicht 12, 15. Aber auf gar keinen Fall 50. Auf keinen Fall 50, Nein. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ich habe auch nicht geguckt, muss ich jetzt sagen. Ja, habe ich auch nicht geguckt. Sind ein paar Sachen reingekommen. Sprachaufnahmen blasen das ganze Ding nochmal auf, so ein bisschen, ne? Genau, platzmäßig. Richtig. Und ja. Naja, aber die Größenordnung ungefähr. Genau. 15 Gigabyte. Irgendwie. Also keine 50. Nein. Dann fragt jemand, gehört GOG eigentlich immer noch zu den Witcher-Entwicklern? Oh. Und da hatte ich gelesen, also interessant, dass ihr das uns fragt. Das geht Woher sollen wir das denn viel wissen? schneller, wenn ihr es googelt. Aber ich habe zufällig gelesen, Aha. die haben das jetzt verkauft. Und zwar hat einer der damaligen Gründer, der hat es quasi übernommen. Also es wäre die Antwort in diesem Fall so, das sind jetzt unterschiedliche Parteien, aber trotzdem ist es einer der ursprünglichen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Soll sich auch nicht so viel ändern, habe ich gehört. Oh, da kommt noch eine Frage, die hatten wir ein bisschen was in der letzten Folge zu erzählt. Ich lese trotzdem nochmal vor. Was war der bisher schwierigste oder lustigste Bug in Kralon? Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist zwar eigentlich lustig, aber uneigentlich ist es auch furchtbar tragisch, wenn man ein Entwickler ist. Und da sind zum Beispiel so Bugs passiert, da sind die Figuren aus irgendeinem Grund in die Decke gebuggt. Und dann bist du dann in den Raum reingekommen und dann hast du quasi nur noch die Füße gesehen und die steckten mit den Köpfen in der Decke. Und du denkst, warum? Warum machen die das? Warum stehen die nicht auf ihrem Tagesablaufpunkt? Und das sind ziemlich komische Sachen. Also die sehen lustig aus, bringen dir aber immer so einen kleinen Herzinfarkt, wenn du das dann siehst. Das ist auch das Komplizierteste an dem Ding, die Tagesabläufe. Charaktere, wenn die da sind oder verschwinden, die haben einen Origin-Punkt, wo sie geboren werden, wenn das Spiel hochfährt. Dann gibt es den ersten Tagesablaufpunkt, wo sie sich befinden. Es gibt stationäre Wesen, so wie Monster meistens sind in unserem Spiel. Gibt auch unterschiedliche, ne? Es gibt auch patrouillierende Viecher, aber das ist halt so, da ändert sich großartig nichts. Aber es gibt auch, gab diesen Fehler, dass eine Spinne
tatsächlich irgendwie wanderte. Mhm. Ja? Man hat gespielt und so und auf einmal steht die neben einem Charakter, der eigentlich mit dir reden soll und dann musstest du irgendwie die Spinne loswerden und das war seltsam, weil dann hast du nochmal neu geladen, war die immer noch da. Da hatte sie hat gedacht, sie wohnt da. Stimmte aber nicht. So, die sollte eigentlich da hinten hin und so. Und das war sehr kompliziert, also habe ich mir einen Mechanismus ausdenken müssen, dass ich irgendwann im Laufe des Spiels ab und zu mal die Positionen der Charaktere resette und sie wieder nach Hause schicke, da wo sie hingehören. Gilt natürlich nicht für Charaktere, die schon Tagesablauf Änderungen haben, die nicht so da sind, wo sie am Anfang waren und so. Und das macht das Ganze kompliziert. Ich glaube, das ist die komplizierteste Sache gewesen, die ich nicht mehr so richtig überblickt habe am Ende des Tages. Und dann habe ich so mit der Keule irgendwie so, okay, resette die Typen mal und nochmal ein Tagesablaufsystem neben dem Tagesablaufsystem etabliert, indem ich halt nochmal Reset drücke auf einigen Stellen. Und das, glaube ich, war das Komplizierteste. Die schwierigste Sache war überhaupt, die Unreal Engine zum Kompilieren zu bringen. Das heißt, das komplizierteste und vor allem undurchsichtigste war, cook das Ding, also koche, ne? Das nennt sich Cooking, das heißt das Kompilieren der Daten und dann Package zu machen daraus, dass es also sozusagen ein Standalone ist. Das ist der komplizierteste Part gewesen, vor allem wenn man sehr viele Daten hat, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, die dann irgendwie irgendwelche Blueprints mitbringen, die dann nicht kompilierbar sind, die zwar im Editor funktionieren, aber wenn man die versucht dann zu kompilieren, dann spucken die 1000 Fehler aus und so. Und das sind also kryptische Sachen, die weißt du gar nicht, worum geht's hier eigentlich, und muss dann Ursachenforschung betreiben, welche Datei ist denn hier jetzt für fehlerhaft und so weiter. Da habe ich wochenlang dran gesessen, bis das Ding einmal das erste Mal durchkompiliert war. Mhm. Und seitdem läuft das eigentlich ziemlich glatt. Das muss man dann auch in regelmäßigen Abständen machen, weil falls man irgendwo einen Fehler einbaut, dass man zumindest eine Ahnung davon hat, wo es herkommt. Was habe ich denn jetzt geändert? Ich glaube, ich gucke mal danach, weil an den anderen Sachen war ich nicht dran. Und das war das Komplizierteste, ja. Mhm. Nächste Frage, wie lange habt ihr denn geplant, Patches für das Spiel zu liefern? Bugfixes, wie vielleicht auch Inhaltsänderungen oder Erweiterungen? Das Schwierige wird die Konsole sein, weil die Konsole halt immer Submissions braucht, auch für diese Updates und so weiter. Und da werden wir uns dran orientieren, dass wir da in regelmäßigen Abständen Updates machen. Und auf dem PC ist das sehr viel leichter. Das heißt also, wenn du einen Fehler findest und so, machst du den mal eben weg, machst eine neue Version hoch, fertig, testest die noch ein bisschen und so weiter. Aber wenn sich da großartig nichts ändert, also wenn du nicht an der Basis rüttelt oder so, ist das eigentlich kein Problem zu patchen. Patchen ist nicht der große Akt so, ja. Aber die Konsolen, die sind da sehr picky und die wollen dann irgendwann auch Geld haben und so. Und das ist halt immer so kompliziert, diese Mechanismen und so weiter. Und da müssen wir halt schauen, wie oft wir das dürfen und können auch, ne? Und das wird sich zeigen. Ja. Ideen haben wir noch ein paar, also ja, was man da noch so machen könnte, ja, die wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen wollen. Wie lange das am Ende ist und wie viel wir davon tatsächlich noch verändern oder reinbringen, hängt auch so ein bisschen davon ab, ja, am Ende, wie gut es sich verkauft, ja, und wie lange vom wir uns Interesse, richtig, genau, das leisten können, ob sich das lohnt, am Ende dann da noch so viel Arbeit reinzustecken. Motiviert wären wir, aber müssen halt gucken, was macht tatsächlich auch Sinn. Also haben wir uns da einfach nicht festgelegt. Wir patchen so lange, wie wir können. Wie wir dürfen, genau. Ja. Dann fragt hier jemand, ich muss noch mal fragen, ihr erstellt das ganze Spiel zu zweit, oder? Also ein bisschen externe Unterstützung, zum Beispiel Sprachaufnahmen, Fragezeichen. Im Wesentlichen ja, aber einige Daten haben wir auch extern machen lassen oder überarbeiten lassen. Zum Beispiel die Figuren, denen man begegnet. Ne? Das heißt also die Wesen, mit denen man spricht und mit denen man interagieren kann und die einen Quests geben und so weiter. Das haben wir rausgegeben. Gibt es noch ein paar Geschichten. Ja, die Portierung auf die Konsolen. Das war ein externer Programmierer. Außerdem haben wir super viel Unterstützung im Bereich Community Management und wir hatten selbstverständlich Unterstützung im Bereich Übersetzung. Also wir haben
die ganze Spiele auch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Wir haben es Korrektur lesen lassen. Wir haben die ganzen Sprachaufnahmen machen lassen. Da haben wir auch schon mal eine extra Folge drüber gemacht, wenn euch das genauer interessiert. Und letztendlich werdet ihr natürlich alle, die in solchen Bereichen extern irgendwie daran beteiligt waren, in den Credits auch wiederfinden. Und das ist also im Großen und Ganzen eine sehr umfangreiche Geschichte. Nichtsdestotrotz also das Spiel selbst mit all seinen Mechaniken, Ideen, dem Design, der Umsetzung der Story und sowas, das haben alles wir gemacht. Der Löwenanteil ist von unserer Seite her. Genau. Ein paar Sachen, die kauft man sich dann dazu oder organisiert die sich dazu und das ist dann total sinnvoll. Ne? Auch mit dem Testen zum Beispiel. Wir können irgendwann selber nicht mehr testen. Wir können zwar grobe Fehler finden, aber der Blick, man hat da nicht mehr den objektiven Blick. Weil wie wäre es denn jetzt, wenn ich es zum ersten Mal spiele oder sowas? Das muss man dann zwangsweise andere Leute spielen und beurteilen lassen. Sonst sieht man das einfach nicht mehr. Und das machen selbstverständlich dann auch andere. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, hoffentlich, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, eine Menge Arbeit. Ja. Ist so. Ist so.